Die Reise durch Europa geht weiter. Wir stehen unter den besten 8 Teams dieses Wettbewerbs und haben jetzt Newcastle vor der Brust. Im St. James Park natürlich auch hier krasse Außenseiter, wie im gesamten Wettbewerb eigentlich schon. Aber irgendwie kriegen wir es doch immer hin, uns Runde für Runde zu qualifizieren, vor allem gegen Lille. Was war das für ein geiles Rückspiel. Und jetzt stehen uns quasi alle Türen offen. Sowohl in die eine Richtung als auch in die andere. Thibaut Courtois kriegt hier seine eigene Choreografie. Das heißt, ihr wisst schon, wer bei denen im Tor steht. Dazu ein Isa, ein Tonali, ein Cucurella. Also klar ist diese Mannschaft 10.000 Mal besser als die wir haben. Aber das heißt ja nichts. Von daher hoffe ich trotzdem auch gegen Newcastle, dass wir da halbwegs gut aussehen, dass wir gut mitspielen. Dass wir uns eine gute Ausgangslage fürs Rückspiel holen und dann mal gucken, was möglich ist in Richtung Halbfinale. Das wäre sehr, sehr hoch gegriffen. Ich meine, das ist jetzt hier schon ein richtig großer Erfolg. Schon alleine die Teilnahme an diesem Wettbewerb ist für Münster ein ganz, ganz großer Erfolg. Von daher, aber ich möchte natürlich, soweit es geht, kommen und warum nicht ins Halbfinale. Dazu müssen wir Newcastle irgendwie versuchen, hier aus dem Weg zu räumen. Erster Angriff war, da müsste im Abseits stehen. Oh nee, der kommt genau richtig. Warum geht er nicht hin? Ich dachte, der kommt genau richtig an. Dann geht er doch nicht hin zum Ball. Ja, und es wird auch heute, denke ich mal, auf Kleinigkeiten ankommen. Wer hier die meisten Fehler macht oder mehr Fehler macht, der wird es im Rückspiel ganz, ganz schwer haben. Achtung, da kommt Newcastle zum ersten Mal über Isak. Und Sinamoy muss sich zum ersten Mal zeigen. Der Fußballwelt, der europäischen Fußballwelt. Ist auch gut für ihn, ne? Und gerade in so Spielen, wenn er uns da an die Null hält, so lange wie möglich. Aber ihr habt gesehen, wie schnell das geht. Das ist halt nochmal ein ganz anderes Niveau. Aber die Qualität haben wir auch. Über Poso gut gemacht. Jetzt ist Wanner frei. Genau, jetzt haben wir auch die erste Chance. Aber natürlich wird er wieder geblockt. Und dann geht es auch schnell in die andere Richtung. Isak, oh, Friedrich, komm, geh hinter, in Zweikampf rein. Wir brauchen heute eine gute Positionierung. Also wir müssen wirklich gut stehen. Nicht irgendwie 2-3 Meter Platz lassen, ansonsten sind sie weg. Habt ihr gerade gesehen, bei Isak, der wäre fast zum zweiten Mal schon durchgerusht. Genau das ist das, was ich... das ist jetzt abseits, schade von Jongwa. Genau das ist das, was ich immer predige in jedem Spiel. Wenn du falsch stehst, falsches Stellungsspiel, dann hast du schon so gut wie verloren. Weil dann kommst du auch nicht mehr hinterher. Aber ich muss sagen, die erste Viertelstunde sieht gar nicht so verkehrt aus. Klar, Newcastle jetzt mit der größten Chance. Wir hatten aber auch gerade schon mal eine Gelegenheit. Oh, Wanner, schade. Und dann geht es halt bei Newcastle ultra schnell über Gordon unter anderem. Poso muss sein, damit Chavez wieder in die Innenverteidigung rücken kann. Gordon, ja, der wird sich da durchskillen. Und da hinten ist Lobotka, wieder Gordon. Und Sinamoy, der wird heute einiges zu tun kriegen, auch im Rückspiel. Das ist aber auch klar und logisch. Also ich will mich jetzt hier gar nicht als Favorit rauskristallisieren. Schon alleine, dass wir die Ligaphase überstanden haben und ihr seht, wie hoch die stehen. Nicht, dass uns das gleiche passiert wie gegen Leipzig, wo die auch hoch gestanden haben und zugepresst haben und dann haben wir den Ball verloren. Oh, hier zum Beispiel sehr unnötig, aber Remberg holt sich den. Und da müssen wir eigentlich schon hier. Die dürfen den Ball gar nicht kontrollieren. Und die Fehler müssen wir natürlich vermeiden, aber du kommst nicht hin. Das sind so kleine und enge Ballführungen. Da hast du es manchmal super, super schwer. Almiron, Almiron! Jetzt haben wir auch noch Glück, Latte, aber weiter geht's. Matos. Und Gordon, Achtung, nächste Chance. Chavez kommt nicht ran. Und Sinamoy macht seine gefühlt 100. Parade schon nach nicht mal 30 Minuten. Ja, und das Spielglück brauchst du einfach, ey. In so einem Wettbewerb, in so einer Runde gegen so einen Gegner. Aber irgendwann wird es, glaube ich, soweit sein. Das geht nicht mehr lange gut, so wie wir das machen. Aber wir versuchen uns hier trotzdem so lange wie es geht hier zu verteidigen. Aber jetzt ist es doch passiert über Gordon. Das 1:0 für Newcastle. Nicht ganz unverdient. Die haben schon ganz schön Druck gemacht. Davon mal abgesehen. Aber wie es dann wieder fällt am Ende, ist auch wieder so typisch und so unglücklich. Eigentlich ist Chavez da. Ich weiß nicht, warum er nicht den Fuß richtig ausstreckt. Da hätten wir eigentlich auch schon den Ball gewinnen können. Der darf nie so durchkommen. Wie der da schon wieder durchkommt. Ey, tut mir leid. Ich will nicht sagen, dass es geskriptet ist, aber es ist irgendwie so ein bisschen geskriptet. Habe ich so die Idee. Und so die Vermutung. Weil dass der da erst mit der Hacke gespielt wird und dann dreht er sich ganz komisch erst weg vom Tor. Dann sind unsere Verteidiger nicht auf der Höhe. Also irgendwie ganz, ganz merkwürdig.
Aber wie gesagt, die Führung ist nicht unverdient. Aber trotzdem, wir können jetzt zurückschlagen. Alvaro, komm, der kennt doch die Premier League-Verhältnisse hier. Oh, Alvaro. Und warum Jongwa da bremst. Wenn er nämlich nicht bremst, dann bekommt er den nämlich. Aber er bleibt vorher irgendwie stehen. Und Newcastle kommt wieder. Natürlich, das müsste unser sein. Ja, schade. Sah so aus. Und wieder Newcastle. Ihr seht, die legen sich den Ball hier wieder 10 Meter weit vor, nur damit wir nicht hinterherkommen. Wagner muss da in Zweikampf rein, kommt da nicht. Isak, Achtung. Oh, Atagana, wohin mit dem Ball? Ihr seht, die sind sofort da. Das ist krass, was die für ein Pressing spielen, ey. Und dann müssen wir uns irgendwie versuchen, hier zu befreien. Spielen wir raus. Sehr, sehr gut. Und jetzt mal über den Flügel. Poso vorne mit Wanner, aber da wird sofort der Passweg zugestellt. Also die Lücken sind da. Ihr seht, wir haben den Platz zum Spielen. So ist es nicht. Aber dann in den entscheidenden Momenten dann die Bälle zum Mann zu bringen. Der Ball zum Beispiel. Das war eine gute Idee, aber der Ball, der muss dann halt auch einfach ankommen. Ja, dann wäre Lisztec durch gewesen. Dann hätten wir eventuell da eine Chance gehabt. So kommt Newcastle wieder. Da müsste eigentlich Friedrich hin. Und dann versuchen wir schnell umzuschalten. Über Atagana, Alvaro. Ah, ist natürlich nicht Ataganas Jongwa. Aber der braucht dann auch zu lange. Und dann steht hier auch natürlich wieder 1A hinten. Da kommst du auch nicht durch. Verschieben natürlich richtig gut. Oma jetzt ein bisschen Platz über Lisztec, über Poso. Alvaro muss eigentlich in die Mitte. Guck mal, was macht der denn da am 16er? Der muss in den Strafraum rein. Ja, dann müssen wir es halt mal von Weitem über Remberg probieren. Der das auch schon öfter gezeigt hat. So, Cucurella, schade, wenn Lisztec den nochmal bekommen hätte dürfen. Hätte bekommen, hätte dürfen. Keine Ahnung, ihr wisst, was ich meine. Also, nur 1-0 für Newcastle. Klar, die sind feldüberlegen, die haben die größeren Chancen, aber wir halten auch gut mit bislang. Also, Verteidigung steht mit unseren entsprechenden Mitteln. Und ja, alles andere liegt nicht in unserer Hand. Wie die Spieler dann durchkommen, ob die Spieler durchkommen oder nicht, wie unsere Verteidiger stehen, das haben wir leider nicht im Griff. Da gilt dann halt nur noch Hoffen und Beten in vielen Situationen. Aber Wagner kommt jetzt erstmal. Wenn der jetzt mal eine gute Flanke hinkriegt, Alvaro, wenn er sich gut positioniert, da ist Alvaro. So kann die zweite Halbzeit doch mal losgehen. Mit einer guten Chance für uns. Oh, und wieder Druck. 2 Mann gehen direkt auf. Aber da muss ja irgendwo eine Lücke sein. Irgendwo muss ja dann eine Lücke sein, wenn 2 Mann auf denselben Spieler draufgehen. Wanner gegen Cucurella. Aus spitzen Winkel. Jetzt ist wieder niemand da. Im Rückraum. Atagana. Jongwa läuft weg oben. Und Remberg und Wanner. Gut gesehen. Gut die Lücke gesehen. Und jetzt mal aus spitzen Winkel. Wanner. Und Cucurella rettete noch für uns. Ist aber sehr nett. Und wieder Jongwa. Aber wir kommen einfach nicht durch. Das ist so krass. Das ist halt auch so hart nervig, dass die Gegner immer wissen, was du machst. Immer. Jeden Laufweg, jeden Pass, jeden Passweg stellen die zu. Ja, und auf der anderen Seite kriegen wir es halt nicht hin. Weil unsere KI-gesteuerte Innenverteidigung dann halt auch irgendwo steht, aber nicht da, wo sie stehen sollen. Na, Wagner, den muss ich jetzt mal hinten rausschlagen. Das werdet ihr nicht oft von mir sehen, aber wenn ich dann den Ball mal hinten rausschlage, dann war es auch wirklich schon notwendig. Achtung, Isak. Da sind wir dazwischen, haben auch den Ball, Remberg. Und ansonsten, ihr seht, ich versuche auch in diesem Spiel so gut wie es geht hinten rauszuspielen, weil es bringt halt einfach nichts, weil der Ball ist sowieso weg. Und dann musst du den Ball erst wieder zurückerobern. So, Jongwa hat jetzt Platz gegen Hilali. Kusunu, oh, ist sehr schnell, El Hilali. Der muss direkt zu uns, aber Jongwa hat Platz und hat Lisztec im Blick. Und natürlich ist wieder ein Gegner dazwischen. Warum auch nicht? So, jetzt aufgepasst, der Durchbruch. Almiron, Atagana ist dazwischen, Remberg und jetzt. Nächste Chance. Poso, wenn wir den irgendwie durchkriegen zu Wanner, kriegen wir durch. Und jetzt muss Alvaro sich gut positionieren in der Mitte. Läuft da ein gegen Kusunu. Oh, schlechte Flanke. Die können alle nicht flanken. Warum? Wagner kriegt das gut hin, aber weder Poso noch Jongwa, der kriegt es halt sowieso nicht hin. Chavez ist da, sehr, sehr gut. Also die zweite Halbzeit ist nicht mehr ganz so druckvoll bislang von Newcastle. Die machen auch immer noch Druck, stehen auch immer noch hoch. Aber die hatten auch mehr Chancen in der ersten Halbzeit. Ich will sie jetzt nicht wieder stark reden, aber das ist halt nun mal Fakt. Bislang aufgepasst. Da ist Isak.
Oh, nächste Chance auf Spitzenwinkel. Friedrich ist da und... Okay, gut. Ich dachte schon, es gibt einen Eckball, aber haben wir nochmal Glück gehabt. Abschluss und nächste Chance. Schnell nach vorne. So soll es doch sein. So soll es im besten Fall aussehen. Das können wir dann nochmal umstellen. Haben wir nochmal eine Gelegenheit. Ich möchte jetzt nicht umstellen, weil ich habe Schiss, dass das dann in unserem Spiel negativ zu Gesichte steht. Also eine Dreierkette zum Beispiel würde ich nicht machen. Ich lasse nochmal dieses 4-2-3-1. Und wir sind ja wieder da über Jongwa. Wir haben jetzt wirklich, wirklich viele Chancen. Viel Platz. Listisch, gut gespielt. Müssen halt aber auch mal eine Chance nutzen. Das ist es. Bis zum Tor sieht das alles gut aus. Oder bis zum 16er. Ja, habe ich jetzt ja auch analysiert mit meinem Spielertrainer. Das sieht alles gut aus, aber dann den letzten entscheidenden Ball, den müssen wir auch irgendwie gespielt kriegen. Spätestens im Rückspiel, aber das Spiel ist ja hier auch noch nicht fertig. Poso. Wanner kommt leider nicht dahin. Atagana holt sich den Ball. Sehr, sehr gut. Also wir halten wirklich besser mit, als ich gedacht hätte. Gerade die Anfangsphase. Achtung, Listisch jetzt. Der muss aber rein. Listisch. XXL-Chance. Wenn du die nicht machst auf so einem Niveau. Ja, natürlich steht da auch ein Spitzenkeeper hinten drin, gar keine Frage. Aber solche Dinger, gut gespielt, Lücke gesehen. Aber wenn du den Ball nicht machst, dann bekommst du jetzt wahrscheinlich auf der anderen Seite. Isaac, Almiron. Oh, gegen Wagner, die müssten sich noch aus der MLS kennen. Friedrich kommt nicht ran und dann gibt es... Oh, kein Elfmeter. Oh, haben sie was gefixt? Das gibt keinen Elfer? Wow. Da bin ich jetzt überrascht, weil normalerweise hätte es da Elfmeter gegeben. War ich sehr sicher von überzeugt, dass es da Elfmeter gegeben hätte. In 9 von 10 Fällen. Deswegen hat mich das gerade sehr, sehr gewundert. Und wir sind vorne. Komm, Listisch. Vor dem Aus. Alvaro, aber es ist wieder niemand da. Das ist das Problem. Es stehen vorne genug Leute, aber nicht in der entscheidenden Position. Jetzt aber Listisch. Allein gegen alle. Dreht sich um seine eigene Achse rum. Ja, und es geht. Ihr seht, wir können auch gegen Newcastle mithalten, wenn wir den mutig nach vorne spielen, wenn wir hinten sicher stehen. Klar brauchst du auch da Spielglück, dass wir zum Beispiel den Elfmeter gegen uns nicht bekommen. Und jetzt überlege ich, ob ich doch nochmal... Ah, nee, nicht auf Dreierkette. Ich würde das jetzt lassen bis zum Schluss. Das sieht sehr gut aus. Ich spiele mit dem Gedanken oder mit der Hoffnung, dass ich, wenn ich verliere, nur mit 1-0 verliere. Dann ist fürs Rückspiel noch alles offen. Haben wir ja gegen Lille gesehen, aber ein 2-0, das wäre schon ziemlich schade und ziemlich... bitter. Remberg. Oh ja, kriegt er. Gut. Gut abgelaufen. Vielleicht kriegen wir auch nochmal eine Chance. Wir haben ja noch 5 Minuten. Und wie gesagt, die zweite Halbzeit sieht gar nicht so verkehrt aus. Für dich. Für unsere Verhältnisse, mit unseren Mitteln, was wir hier haben, was wir hier machen. Oh, aber Newcastle stehen nach wie vor so hoch, ey. Seit Minute 1. Hohes Pressing. So, Atagana über Jongwa. Der hat auch wieder Platz, aber jetzt eine gute Flanke. Aber er kann leider nicht flanken. Er flankt immer in den Gegner rein. Aber es geht nochmal Eckball. Komm, 90. Minute. Jetzt brauchen wir einen vernünftigen Eckballschützen. Ich mache jetzt mal Wagner. Der hat zwar weniger Alfea, aber ein bisschen mehr Kraft. Oder ich mache mal eine andere Taktik. Ich hole jetzt mal hier jemanden ran. Und dann machen wir das Ganze mal so. Wanner. Am zweiten Pfosten. Chavez kommt nicht ran, aber komm, irgendeiner. Remberg. Ja, oder Alvaro hinten daran kommen müssen. So, jetzt nochmal den einen Angriff müssen wir noch verteidigt kriegen. Dann wäre ich zufrieden. Und wir kriegen sogar nochmal eine Chance. Aber nicht, wenn wir das so hier zu Ende spielen. Jongwa. Der muss jetzt irgendwie vorne rein. Sonst pfeift der Schiri ab. Kommt nochmal ein langer Ball. Kriegen wir nochmal den Rebound? Nein, kriegen wir nicht. Also, Hinspiel 1:0. Für Newcastle, das ist trotzdem ein gutes Ergebnis. Ich dachte, wir verlieren höher nach der Anfangsphase. So wie die gepresst haben in der ersten Halbzeit. Es sieht aber gut aus. Wir haben noch alle Chancen fürs Rückspiel. Aber wir müssen natürlich. Wir stehen unter Druck. Wir müssen auf jeden Fall mal ein Tor schießen. Das ist uns auf jeden Fall zuzutrauen. Jetzt gibt es erstmal einen kurzen Abstecher, ja, in der Liga. Wir hatten sogar mehr Schüsse. Hilft uns jetzt nichts, aber ist halt immer so ein guter Wert, um zu sehen, dass wir nicht ganz chancenlos waren. Weil, wie gesagt, Newcastle, normalerweise müssen die uns hier 3-4-0 aus dem Stadion schießen. Hätten sie wahrscheinlich auch unter normalen Umständen gemacht. Aber wir haben ja auch eine Verteidigung, die immerhin ja, mithalten kann. Vielleicht nicht besser ist auf internationalem Vergleich oder im internationalen Vergleich, aber auf jeden Fall mal mithalten kann. So, jetzt nächstes Ligaspiel. 2 Tage später gegen Bremen. Die sind 14. Da können wir uns jetzt ein bisschen Selbstvertrauen holen. Grodowski verlässt Münster. Gegen die Verhandlung wohl doch ganz schnell nach Belgien zum KRC Genk. Schade, dass er halt ablösefrei geht, aber er hat halt nur noch ein halbes Jahr Vertrag. Große Legende, Münsteraner Legende hier. Von daher hat viel getan für den Verein. So, das sind die Bremer. Letzten 5 Spiele. 2 Unentschieden, 2 verloren, nur 1 Sieg. Ich hoffe, es bleibt doch erstmal bei dem
bei dem einen Sieg. Und dann, ja, müssen wir auch in der Liga weiterhin ein paar Punkte noch sammeln. Wir sind zwar 7., haben nicht viel Punkte Rückstand nach oben. Leverkusen hat schon gespielt. Bayern und so weiter auch. Frankfurt ist 3., Dortmund ist auf Platz 1 wieder. Leipzig ist 2., also da wird es auch nochmal spannend. Und wir müssen natürlich einen Vorsprung vor Gladbach vergrößern. Wir können das machen, weil Gladbach hat auch schon gespielt. Die haben in München verloren. Das heißt, eine große Steilvorlage für uns eigentlich, um sich oben festzusetzen. Also macht's gut, bis zum nächsten Part gegen Bremen. Und dann geht's ja im übernächsten Part schon wieder ins Rückspiel gegen Newcastle. Also macht's gut und danke fürs Zuschauen. Ciao, ciao.